Ich habe eine Brille an. Ja, Mama. Ja, die Hose passt jetzt mal auf. Ja, ey, das sieht voll gut aus. Stylisch. Sind ja auf jeden Fall schon mal hier im Zimmer beim Kreissaal. Gleich geht's zum OP, zur Kaisergeburt. Habe ich jetzt neu gelernt, dass das ja so heißt, Kaisergeburt. Muss ich das? Ich habe doch einen Kopf drin. Ja, das zieht man so rüber aus die klinischen Gründen. So. Ja. Sieht doch gut aus. Da sind deine Eltern. Hä? Magic Moment. Mein hübsches Baby. Happy Birthday. Hier schon Blumen. Ja, wie viele Blumen denn noch? Salam alaikum. Ah, professor, ich habe die Blumen schon bewundert. Nee, gerade Frage, hier ist ein wunderschöner Strauß, ja. Oh, ich darf nicht lachen, aber. Mama, Tür zu. Ya vereceğim herkese vereceğim daha teke vereceğim herkese. Genau jetzt hungrig geworden. Bringt mich nur nicht zum Lachen. Adieu. Ich muss lachen. Oh, es ist so lang. Das ist Warum lachst du denn? Ich darf nicht lachen. Oh nein. Ich glaube, sie weint gerne. Oh nee. Ah, bitte nicht so lang bringen. So, wir sind alle sehr traurig. Verstell Oh, was hast du nicht gesehen? Einen Tag mal, 2 Tage immer. Ja. 2 Tage. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle selâh. Hayyâle selâh. Hayyâle felah. Hayyâle felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Hier aus dem Krankenhaus ist auch mein letzter Tag. Morgen werde ich ja hoffentlich entlassen. Ich hatte eigentlich so den Vlog ein bisschen anders geplant, aber wie man sieht, man ist konzentriert auf andere Dinge, die wichtig sind. Trotzdem haben wir ja, oder hat Miriam ein paar Eindrücke mit eingefasst. Ich gucke mal noch, was wir reinschneiden. Miriam durfte ja mit rein in die Geburt. Normalerweise kommt ja nur eine Begleitperson rein. Aber ja, mein lieber Arzt hat erlaubt, dass wir mitfilmen dürfen. Das war auf jeden Fall nochmal special, auch für Miriam, was sie da erlebt hat. Aber ich glaube, dafür mache ich ein extra Video mit einem Geburtsbericht, denn das war doch sehr aufregend und doch eine wieder andere Geburt für mich, ne? Weil ich meinte, ich habe ja alle 3 Geburtsmethoden. Aber das mit der Kaisergeburt, und das war für mich auf jeden Fall auch nochmal was Neues. Für uns, ja, auch für Hikmet. War sehr, sehr aufregend, deswegen denke ich, das würde ich separat machen in einem kleinen Geburtsvideo. Aber ja, ich bin ja noch im Krankenhaus, uns geht's gut, Elhamdulillah. Ich bin gesund, Baby ist gesund, das ist das Wichtigste. Genau, ich wollte aber jetzt einmal zeigen, mein zukünftiger Schwiegersohn und Miriams Schwiegermutter.
Witzig ist, im Deutschen ist es ja dann, wenn ich auf sie hinweise, sage ich ja Mariams Schwiegermutter. Ne? Es gibt keine Bezeichnung, oder korrigiert mich auf Deutsch, eine Bezeichnung, was Mariams Schwiegermutter für mich ist. Gibt es im Deutschen nicht, ne Hikmet? Aber das finde ich immer cool. Im Türkischen gibt es nämlich für alles ein Wort. Im Türkischen ist es nämlich meine Dürün. Was denn nun die ganze Zeit kullanıyoruz ya? Dürüm. Bitte mich nur nicht zum Lachen bringen. Wie? Dünür ist komplett, die komplette Familie gemeint. Ach so. Ja. Ach so, okay. Also man sagt im Türkischen Dürün. Dürün? Dünür. Dünür. Ja. Ben ne dedim? Dürüm. Dürüm dedim, das was man isst yani. Dur güldürme kızı. Dur. Sakin ol. Tamam. Aua. Hadi yapma. Dürüm. Egal. Dünür. Dünür. Also damit ist sozusagen die Familie von Meryem dann gemeint. Dünür sagt man dann dazu. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das von denen und das finde ich so süß. Deswegen dachte ich, das müssen wir gemeinsam auspacken. Die schönen Blumen hat Meryem, glaube ich, ja abgefilmt, was wir bekommen haben. Das sind jetzt von Meryem und Hikmet. Und hier, das sind von Meryems Cousinen. Ne? Das waren von denen. Hier waren noch mehr Blumen. Hikmet hat mir ja noch den anderen Strauß überreicht. Also waren so viele Sträuße. Habe ich gesagt, bringt die schon mal nach Hause, sonst ist hier alles voll mit Blumen. Und der ganze Raum hat auch zu stark gerochen. Ach so, übrigens, apropos nach Hause. Ich habe hier in dem einen Zettel, da steht, es gibt ein Babytaxi irgendwas. Also, dass das wohl kostenlos ist, dass du so einen Wagen, das musst du nur 24 Stunden vorher Bescheid sagen, dass die dich nach Hause fahren. Ich habe das gestern gesehen, ja. Ja, Aber guck dann nochmal, dann müsst ihr nicht morgen irgendwie extra kommen mit Miles oder sowas. Jetzt packen wir mal hier das schön aus. Ich bin selber so neugierig, weil ich sehe schon, da sind so schöne Sachen drin. Baby ist auch gerade jetzt ruhig, sie ist gerade so, ein bisschen sehr anhänglich. Also ich habe ja wirklich den ersten Tag komplett, wie nennt man das? Bonding gemacht? Bonding, ne? Also ich habe wirklich sie die ganze Zeit, war nur mit der Windel, so nackte Haut auf nackte Haut und ich habe sie wirklich so den ganzen Tag bis abends gehabt. Die Schwester wollte sie schon anziehen und so, nee, bitte noch lassen und so. Also sie liegt auf jeden Fall nicht so gern im Bettchen, sondern ist halt gerade viel bei mir. Aber jetzt auf einmal, ja, das Ding ist so, ich warte die ganze Zeit, bis Meryem oder Hikmet kommen, weil es ist so, man ist so, ne, wenn sie in dem Moment halt weint, dann weint sie halt und ich kann sie nicht so weglegen und dann muss ich auf Toilette oder so oder will mich frisch machen und dann hat man wirklich, das ist so, ja, witzig, wie man das vergessen hat, dass man wirklich nicht mal mehr Zeit hat, auf Toilette in Ruhe zu gehen, sondern sich wirklich ja nur die ganze Sekunden um das Baby drehen. Deswegen war ich froh, wenn die dann immer kommen. Jetzt konnte ich mich auch endlich frisch machen, ein bisschen duschen. Ich habe auch hormonell bedingt, haben die Schwester nämlich auch gesagt, und es ist aber auch jetzt warm seit gestern. Ich bin nur am Schwitzen die ganze Zeit, das ist so unangenehm. Und dann ist man so, dann will man sich frisch machen und dann hat man keine Zeit dafür. Und das ist ja auch süß. Jetzt hat sie schon das dritte Kuscheltier, ne? Hier ist der Hase mit dem Namen. Jetzt wisst ihr, wie sie heißt. Unsere kleine Ayla. Also den Namen habe ich schon eigentlich so in der 13. Woche, ne, als ich schon bei der Feindiagnostik, es hieß zu 80%, dass es ein Mädchen wird. Also den Namen kenne ich von einem sehr schönen türkischen Film, den haben wir zusammen als Familie geguckt und da heißt nämlich ein Mädchen Ayla in dem Film und da fand ich schon damals den Namen sehr schön und dann ist der mir irgendwie damals in den Sinn gekommen, direkt als es hieß, es wird ein Mädchen und ich finde die Bedeutung auch sehr schön, ne? Ayla ist ja Mondschein. Ja, der Film heißt Ayla, ja. sollte jeder sich angucken. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Film, wirklich ein sehr, sehr schöner Film und ja, Bedeutung ist auch schön, es ist ein schöner, kurzer Name. Und ja, ich habe lange gesucht und ich finde halt so irgendwie, ja, so gerade bei uns im Familienbekanntenkreis kenne ich niemanden, der so heißt. Ja, der Film ist auch auf wahre Begebenheit. Ah ja, stimmt, der Film Ayla. Könnt ihr mal gucken, ich weiß nicht, ob es den auf Deutsch gibt. Sehr wichtig. Ja, ob es den auf Deutsch gibt. Bestimmt mit Untertiteln. Ja, also müsst ihr mal auf jeden Fall gucken, Ayla. Sehr, sehr schöner Film. Wir haben auch viel geweint dann, ne, bei dem Film. Ja, sehr emotional, ja, sehr schöner Film. Ja, und deswegen ist ihr Name Ayla. Und jetzt eben Kuscheltier mit Ayla am Ohr. Alles Gute ist Geburt eurer Tochter. Hier ist ein winziger Fußabdruck, hat sich in eure Herzen eingefügt. Oh, Hello World. Nochmal ein Deckel. Ist gut, ich habe gar nicht so viele Babydecken. Das ist toll. Kann man so einen Handabdruck machen oder Footprint, ja. Hand- oder Fußabdruck. Und dann hast du das auf so einer Tonscheibe, kann man so aufhängen. Ah, süß. Süß, ne? Und das machen wir auf jeden Fall. Nochmal ein Buddy. Ja, Buddies kann man nicht genug haben, ne? Jetzt auch wieder größer. Super dafür.
Unsere Eile habe ich auch gar nicht gesagt, ne? Sie ist mit 3090 Gramm geboren, also sie ist im Mediums-Bereich. Medium war ja auch 3050. Die Sechslinge, wisst ihr, waren ja winzig mit ihren 820 bis 890 Gramm. Malik Musa war bis heute der größte mit seinen 3400. Also unsere Eila ist sehr ähnlich wie Medium. Und auch von den Zentimetern, ich glaube 50 Zentimeter war sie, ne? Oh, und noch ein Beutel, süß. Oh, super, noch eine feuchte Tücherbox. Dann lauter Windeln. Stilltee, super. Habe ich ja auch jetzt. Ich habe meinen von zu Hause mitgebracht. Hier gab es keinen. Das ist nämlich gut. Das trinke ich jetzt auch gerade eben viel. Was ich super wichtig jetzt gemerkt hatte, das hatte ich nämlich nicht gesagt, dass ich das einpacke. Das Beste auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe für die Geburt, ist auf jeden Fall so eine Flasche mit einem Strohhalm, habe ich gemerkt. Weil hier im Krankenhaus kriege ich immer so eine Flasche und ein Glas und dann muss der immer aufdrehen und ins Glas kippen oder aus dieser Flasche trinken. Und das ist das Beste, wirklich, das braucht man, weil das ist so praktisch mit einer Hand und ich kann jederzeit trinken, wenn ich sie stille. Ich habe nach der Geburt an dem Tag, ich glaube, ich habe 4 oder 5 Liter getrunken. Ich weiß nicht, also ich habe die ganze Zeit auch super viel Durst. Ich trinke sehr, sehr viel, also ist sehr gut. Aber ich muss natürlich auch viel auf Toilette, was dann auch ein bisschen nervig ist. Aber ja, das war auf jeden Fall super praktisch. Also hier, danke auch an die Kikis. Übrigens hat die mir das Kiki geschickt von Kikis Kitchen. Finde ich richtig schön. Dann haben wir Linsenwaffeln. Die esse ich ja auch super gerne. Ich mag ja auch so Maiswaffeln und so, aber Linsenwaffeln sind noch mal besser, weil die sind noch ein bisschen proteinreicher. Ja, witzig war ja, aber ich glaube, das mache ich alles in den Geburtsbericht rein, weil ich habe jetzt so verlangen jetzt so viel zu erzählen, deswegen, das wird viel zu lang, sprecht das Ganze. Ich lasse das für den Geburtsbericht. Wundschutzcreme, ja, das sind ja so eine Sachen, ein paar habe ich ja schon, aber das kann man ja auch noch mehr gebrauchen. Leckere Apfelchips, also er meinte, er hat ja hier viele Snacks reingepackt. Müsli-Riegel, Dattel. Ja, guck mal, man sieht, er hat das Video gesehen, er hat auch die gleiche vegane Snackwurst. Habe ich mir ja mitgebracht. Ach, guck mal, genau das wollte ich kaufen. Das soll nämlich gut sein, dieses Shampoo von dieser Marke. Sehr schön. Ja, habe ich jetzt auch noch nicht. Also ich denke mal sowieso am Anfang. Sie wurde hier auch nicht gewaschen. Am Anfang reicht ja vollkommen, wenn man ins Badewasser Muttermilch reingibt. Seht ihr, Studentenfutter, also all die Dinge, was man so braucht. Oh, nochmal eine schöne, was ist das? Eine schöne Seife, so eine hübsche Kerze. Das sind nochmal Spucktücher, ne? Oh, das sind schöne große. Nee, das ist eine Decke. Ach, guck mal, das ist auch so eine Decke, wie was wir geholt haben. Ja. Pflegetücher. Das endet nicht, was kommt da alles raus? Ja, aber es ist ein großer Korb. Der Korb ist auch groß. Was ist denn das? Das ist ein Babykorb? Kann man sie da reinlegen? Bestimmt schön, sie reinlegen, Fotos drin zu machen. Oder? So oben so die Decke so machen und dann sie so reinsetzen oder so. Ja, die Ne? Fotos machen und so diese Ja, warte, ich so nochmal. Ach, nochmal ein paar Söckchen. Süß. Ach, jetzt noch mehr. Alles versteckt zwischen den Windeln. Ist ja voll der Dings hier. Mystery Blend. Mystery Box. Noch ein Dattelriegel, noch eine Snackwurst. Noch ein Mystery Unboxing. Genau, deswegen ich denke, wir sehen uns dann wieder, wenn wir dann zu Hause sind. Tofu. Wer ist denn da? Hä? Das ist deine kleine Schwester. Deine kleine Schwester, ja? Hm? Hm? Himmel. Oh, wie sie schnuppern. Jojo. Hä? Riech ich auch anders? Ja? Hm? Kilo 830 var da, så den har så. Annem, 6 kilosu.
cool, ne? Oh, sevindim. Dün hastaneden çıkınca ne kadar? Die haben morgens gewonnen, 2,67 oder. Sehr gut, dann hat sie 60, 2 Kilo, dann hat sie 70 Gramm zugelegt. Herzlich willkommen zur Ahmeds Kochshow. Heute bekochen wir unsere 11-köpfige Familie. Was? Wir kochen unsere 11-köpfige Familie. Wir bekochen, habe ich gesagt. Wir kochen. Ja, wir kochen das richtig. Dativ oder so. Ahmeds Kochshow, wir sind auch noch hier, ne? Ja, auf jeden Fall kochen wir gerade mit den Jungs zusammen ein Gericht. Das ist hier, wie nennt man das? Champignon-Sahnesoße, aber nur mit Hackfleisch und Bandnudeln halt. Ja. Mal rösten wir hier die Zwiebeln, machen die ein bisschen braun. Dann kommt ein bisschen Hackfleisch dazu. Nee, danach einfach Knoblauch. Nein, Knoblauch kommt danach ein bisschen. Sie hat es erst später reingemacht. Okay. Wo ist am Rezept? Nein, das kommt am Ende nur. Okay, wir machen jetzt so 500 Gramm immer. Jetzt nach Augenmaß. Wir haben jetzt die Waage einfach weggelassen. Ungefähr sind das jetzt 500. Das ist hier die Menge, die wir für das Essen benutzen. Ja, jetzt kommt die zweite Portion. Und hier sind noch unsere Zutaten, die wir danach benutzen. Ja. Hier ist noch unser Salat. Da kommen noch unsere Soßen später rein. Ja. Markenser steht einfach drin. So, jetzt geben wir Hackfleisch dazu. Hier ist unser schöner Hackfleisch. Im zweiten Schritt, die Schritt. Bereit? Ja, weiter. Beide Pilze verwenden. Extra große Menge. Bereit? Rein da. So, jetzt pressen wir den Knoblauch rein. Den anderen einfach rein. Rein. Mit Kraft. Zeig die Muggis. In den Ja, Topf, Bro. bitte. In den Bist du Topf. dreckig beim Arbeiten, Mann. Wo sind die Muckis? Boah, ich hab ein Messer in der Hand, ne? Schwester. Oder? Oder schon wieder weg. Oder mach doch in den Essen rein. Warum machst du das so ja, irgendwie doof? Ja, ja, ja. Okay, es reicht. Okay. Einfach rein. Sahne? 2 oder 3? 2 sind 200. Lack ist eine Suppe geworden, ist doch genug. Alles gut, das ist richtig so. Bro, chill mal ein bisschen. Soll ich höher machen? So, jetzt noch den anderen Becher Sahne. Besser Sahne mal genießen. Alter. Also er sagt Sahnesoße, er hat Sahnesuppe draus. Bro, das wird doch noch fester. So, die Soße ist jetzt fertig, die Suppe ist fertig und die Nudeln kochen jetzt. Und es schmeckt sehr lecker, muss ich ehrlich zugeben. Beim Würzen hat unsere große Schwester uns geholfen, aber sonst haben wir alles alleine geschafft. Und das ist das Endergebnis von Ahmed, Malik Musa und Adem Deluxe, geklaut von YouTube. Ja, das schmeckt wunderbar, ne? Einmal eure Meinung? Ja. Ich darf wie immer gerne. So, ja. Und wir lassen uns jetzt schmecken. Haut rein, ciao. Das ist windig, ne? Das hört man bestimmt im Mikro. Oh, so ein schönes Wetter. Erste Mal in der Wickeltracht.
Tragewickeltuch. Hat super geklappt und sie fühlt sich wohl. So. Şu kenarı şuraya yaptık mı? Der Unterschied Yapalım. Önde ist yap. Bacağı yaptın mı altta oğlum? Kan auf dem Boden bis auf. Bisschen unruhig. In der Trage mag sie das. Gestern Kinderwagen war nicht so besonders, aber Trage gefällt ihr. Blackie hat einfach, wann war das, vorgestern? Ein Baby-Eichhörnchen gegessen. Das war so eklig. Hikmet zeigt mir einfach nur so den Schwanz und noch eine Pfote war dran. Ne? Und ein bisschen was vom Kopf. Also so, oh mein Gott, das erste Mal habe ich den erwischt, dass der hier einfach ein Tiger und dann auch noch ein Baby-Eichhörnchen. Die sind hier so süß. Das sind unsere Freunde, die essen wir doch nicht. Hikmet ist die ganze Zeit fleißig hier am Garten arbeiten. Jetzt hat man keine Zeit so mitzufilmen. Schaut mal hier alles, was er wieder hat. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das alles ist. Aber es ist cool. Sieht so süß aus hier. Ja. Jetzt macht er endlich die Terrasse, damit wir da schön sitzen können an der frischen Luft. Ne? Das Hochbeet ist schon befüllt. Da vorne ist noch nicht alles befüllt. Und drüben bei der Garage kommen ja noch die Tomaten und Gurken und so. Ist ja alles noch, muss ja alles noch ein bisschen wachsen. Ne? Guck, Schnittlauch müssen wir nicht mehr kaufen. Ne? Denk da dran, dass wir dann von hier abschneiden. Ich denke mal nicht da dran. Dön noch mit. Dön. Da in die Ecke rein. Bloß, dass die Hand nicht so riesig ist. Ich muss ja irgendwie Köpfchen halten. Ja, nee, machen sie alles wie. Ich such mal. Aber die liegt da so bequem, da wie so ein Wurm. Ja, so. Besorgt, dauert noch einen Moment. Warte mal, ich zieh mal so ein bisschen. Hier darf man ja ziehen, ja. Kommt von der Oberstation. Hätten wir den Kittel an. Hätten wir ihr Kittel rum. Oh, da müssen wir noch ein bisschen drehen, damit wir am Licht stehen, so ein bisschen rum. Guck mal, das steht so. Noch ein bisschen drehen. Und dann noch ein bisschen zum Schopper rumdrehen, noch so ein bisschen, weil. Ja, damit man und sie so ein bisschen verschachtelt. Ja. Und sie kostet Kind.
Ich glaube es selber nicht, aber noch ein paar Tage und dann ist unsere Ayla 1 Monat alt. 4 Wochen sind jetzt fast um. Und ja, einmal sorry, ich weiß, ihr habt totales Verständnis, dass jetzt so lange keine Videos kommen. Ich weiß, dass ihr wisst, in was für einer Situation wir gerade sind. Ich hatte das trotzdem ja natürlich anders geplant, wenn ihr die letzten Vlogs gesehen habt. Ihr wisst, ich hatte mir extra jemanden eingestellt, der mich unterstützt. Und es war mir gerade so wichtig, dass ich das nämlich in der Zeit diese Person da habe. Aber ja, kurz vor der Entbindung habe ich sie ja dann doch entlassen. Hat leider nicht so geklappt, wie ich es gern hätte. Ja, aber auch sehr, sehr schade, weil eigentlich wollte ich reibungslos, dass so eben weiter Videos kommen, indem ich die Unterstützung habe beim Filmen und Schneiden. Und ja, somit kam eben dementsprechend jetzt erstmal nichts. Aber ich sag mal auch so, ich habe es extra ja auch genutzt und mich extra nicht gestresst und gesagt, ja, ich weiß, dass ihr Verständnis habt, wenn jetzt erstmal nichts kommt. Und ich wollte einfach jetzt die Zeit genießen, weil wenn ich jetzt gucke, es sind schon 4 Wochen um. Sie wird jetzt 1 Monat alt, die Zeit rennt einfach so, so schnell und ich will einfach jeden Moment genießen. Deswegen ist natürlich alles auch eine Umstellung, ne? Ich hatte jetzt 17 Jahre fast kein Baby zu Hause. Ich hatte super viel Zeit für mich und Freiheit und jetzt ist es so, ja, ich meine, es ist witzig, weil ihr die ganze Zeit geschrieben habt, oh, du wirst das Kind gar nicht in den Händen haben, weil so viele Geschwister hier sind und so weiter. Aber ja, so ist es nun mal nicht, denn gerade wenn man auch stillt und so weiter, ist das Baby natürlich sehr, sehr anhänglich und da können mir die anderen nicht helfen. Deswegen ist gerade so, ja, dass die eigentlich gar nicht so viel mit ihr machen können, sondern ja, sie gerade viel, viel clustert und so weiter und ja, natürlich dann ihre Mama braucht. Aber wenn sie satt ist und zufrieden ist, dann bleibt sie auch gerne mal bei jemand anderen. Jetzt ist sie gerade im Tragetuch bei Medium und schläft da glücklich. Aber man merkt, sie schläft nicht gerne alleine und nicht gerne in ihrem Bett. Also die ganzen Nächte schläft sie eigentlich auf mir drauf. Ja, aber ich genieße das auch total. Ja, aber es ist halt auch ein bisschen anstrengend, weil es leider mit dem Stillen nicht so klappt, wie ich es gern hätte. Also ich stille und fütter sie zu. Das heißt, ihr habt nochmal doppelt, dreifach viel Arbeit. Das heißt, erstmal stillen, dann Flasche. Da gebe ich sie aber immer jemanden ab. Das ist wenigstens praktisch. Eine Flasche ist jetzt natürlich einfacher. Das kann man dann jedem abgeben. Aber ja, im Nachhinein dann nochmal nachpumpen und so. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit. Und ja, Nächte sind auch okay, Alhamdulillah. Also die sind ganz gut. Hier und da mal ein bisschen Bauchschmerzen und unruhig sein. Aber ansonsten läuft es ganz gut, Alhamdulillah. Und wie gesagt, ja, es ist halt einfach so witzig, weil ich könnte sie den ganzen Tag einfach nur angucken. Sie ist einfach so, so süß. Und falls ihr euch fragt, sie sieht 1:1 aus wie Maryam als neugeborenes Baby. Wir hatten ja auch damals direkt als Maryam geboren wurde, da gab es ja so ein Angebot mit so, dass man Fotos machen kann in der Klinik. Da waren immer so Fotografen. Und einfach, wir haben diese Fotos uns angeguckt von Maryam, einfach gesagt, 1:1 sieht sie so aus. Außer, dass Aylas Augen ein bisschen kleiner sind. Also Maryam hatte ja, mashallah, wirklich so eine richtig großen Augen. Und Glubschis, ja, ich wollte jetzt nicht Glubschis sagen, das hört sich so beleidigend an. Aber ja, mashallah, einfach so schöne große Augen. Und Ayla hat auch sehr, sehr schöne Augen, aber die sind halt ein bisschen kleiner. Aber sonst vom Gesichtsform und so weiter, die Haare und alles ist alles irgendwie identisch. Also ist witzig. Ja, also gerade so, weil wir auch immer sagen, so ja, Maryam wird ja bald das Haus verlassen und wir haben dafür eine neue Tochter und was ist? Wir haben einfach Maryam als Kopie dann jetzt nochmal neu bekommen, ne? Maryam geht, wir haben einfach nochmal eine kleine Maryam als Kopie dann nochmal bekommen, ja witzig. Aber wer weiß, ne, die verändern sich ja auch, weil zum Beispiel Rana ist ja auch, die sieht ja vom Gesicht aus jetzt mittlerweile 1:1 aus wie Maryam, aber als Baby sah sie gar nicht so aus. Ne? Also Rana sah als Baby ganz, ganz anders aus. Die hat gar nicht Maryam geähnelt und dann erst später ihr geähnelt. Deswegen würde ich da sagen, muss nicht sein, dass es so bleibt. Ne? Da sind wir jetzt auch sehr, sehr gespannt, wie sie sich weiterentwickelt und wie sie sich verändert. Aber wie gesagt, aktuell ist es ein bisschen anstrengend eben. Ja, ihr könnt mir ja sehr gerne Tipps schreiben mit Stillen, eure Erfahrungen. Ihr wisst ja, ich habe das schon öfters mal gesagt, ne? Es hat bei meinen allen Kindern leider nicht so gut geklappt, außer bei den Sechslingen, da hatte ich ja gepumpt, ne? Weil die ja noch so lange im Krankenhaus waren und so weiter. Und da hat es ja relativ gut geklappt. Und ja, deswegen bin ich da so am Ackern und mache super viel und mache alles Mögliche, was es an ja, Mittelchen gibt und so weiter. Sowas wie Boxhornklee, Kapseln und so weiter nehme ich ein und
ja, ich versuche da jetzt alles dran zu setzen, die nächsten Wochen weiter, ja, dass ich vielleicht dann nicht mehr zufüttern muss und dann nur noch stillen kann. Das wäre so mein Wunsch, würde ich mich freuen. Deswegen, ja, acker ich da ganz viel. Also es wäre auf jeden Fall easier, wenn ich jetzt, sage ich mal, das Stillen aufgebe und dann nur Flasche gebe. Das habe ich leider oft bei den anderen dann gemacht, aus Stress und Zeitgründen durch die ganzen, ja, kleinen Kinder, die Sechsling und Mailikmusa. War das dann meistens so, aber diesmal, ja, gebe ich mir Mühe und versuche das noch hinzukriegen. Deswegen gerne eure Tipps noch her. Ja, was ihr sagt, was gut ist, und dann versuche ich das alles. Und wenn es dann klappt, inshallah, dann werde ich natürlich auch die Tipps mit euch dann hoffentlich teilen. Also, ja, das ist der aktuelle Stand, wollte ich euch nur sagen. Ansonsten, ich habe nicht viel gefilmt, das habt ihr ja gemerkt in dem Video. Also es war wirklich, ja, man ist in dem Moment einfach ganz anders drauf und denkt nicht daran zu filmen. Wir haben natürlich bei der Geburtsszene sehr, sehr viel gefilmt. Das ist dann alles für uns privat. Ein paar kleine Eindrücke habe ich euch ja gezeigt und der Rest ist dann, ja, für uns. Also wir filmen halt auch vieles so für uns. Von daher, ja, war der Vlog jetzt so ein bisschen, ja, nicht so ausführlich. Ich wollte halt so ein bisschen mehr, ne, morgens so, ich gehe los, fahren ins Krankenhaus und so weiter. Aber wie gesagt, man ist so unter Stress und so aufgeregt und so. Aber ich hoffe dennoch, dass euch das gefallen hat. Und ja, eine Frage wollte ich noch beantworten, weil diese kam ganz, ganz oft. Ihr habt ja schon gesehen, ne, so ein bisschen die kleine OP-Szene. Viele Nicht-Muslime unter euch haben sich die ganze Zeit gefragt, ja, wie machst du das denn bei einer OP und so weiter? Bist du da bedeckt und so? Ich verstehe das natürlich, dass viele Nicht-Muslime da das nicht wissen. Aber in solchen Situationen, also Ärzte generell dürfen einen untersuchen, dürfen einen sehen, komplett unbekleidet und so weiter. Da gelten andere Regeln und genauso gilt es auch eben für den OP. Man ist in dem Moment in einer Operation, also dann bedeckt man sich nicht, oder ne, da ist das alles in Ordnung, so wie es ist. Da wird alles halt, ja, offengelegt, ne, sagen wir es mal so. Also für Ärzte gilt dieses Bedeckungsgeregel, die wir haben, eben nicht. Von daher, ja, aber ihr habt ja gesehen, ich hatte ja trotzdem so eine Haube an, da muss ja jeder im OP so eine Haube tragen. Und ja, sagt mir auf jeden Fall, ob ich jetzt nochmal so einen Geburtsbericht nochmal für euch abfilmen soll, wo ich nochmal mich hinsetze und eben euch so ein bisschen detaillierter erzähle, wie denn diese Geburt war. Ne? Ich habe ja schon gesagt, die Kaisergeburt war jetzt doch nochmal ein bisschen anders und aufregend und so weiter. Dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, versuche ich jetzt wieder selber auch so ein bisschen in den Alltag zu finden. Jetzt ist es halt wirklich so, wenn ich sie dann schaffe, mal abzugeben und nicht gerade am Pumpen bin, dann ist es so, ich flitze dann wie so eine Irre durch die Wohnung. Versuche jede Sekunde zu nutzen, wo sie gerade ruhig ist oder ich sie abgeben kann. So, um mich mal selber um mich zu kümmern, ja, meine Skincare zu machen. Heute nach jetzt gefühlt 3-4 Wochen habe ich mich mal fertig gemacht. Außer, ja, einmal sind wir ja nochmal ins Krankenhaus gefahren, das habt ihr ja gesehen, da hatten wir ein kleines Presseshooting in der Charité mit unserem Professor Henrich zusammen. Da habe ich mich einmal fertig gemacht, das hat auch super gut geklappt, da war sie ja gerade mal eine Woche alt, dann sind wir nochmal in die Klinik gefahren, hat sie gut geschlafen und so weiter. Ansonsten, ja, waren jetzt die letzten 3 Wochen einfach, ja, war ich irgendwie so gefühlt gefesselt am Bett. Aber ja, Alhamdulillah, mir geht's gut, der Kleinen geht's gut, das ist das Wichtigste, uns allen geht's gut. Wir finden so langsam in den Alltag und wie gesagt, ich nutze halt immer so jede Sekunde, die ich dann halt gerade mal Zeit habe, irgendwie Ordnung zu machen und so weiter, aber die Kinder helfen mir auch fleißig und mit und ich versuche halt einfach, dass hier nichts ins Chaos zerbricht, sondern dass einfach alles regelmäßig gemacht ist, die Wäsche und sauber, jeden Tag Kleinigkeiten, damit sich nichts anhäuft und so weiter, da bin ich so ein bisschen hinterher. Ansonsten, wie gesagt, genieße ich noch die Zeit, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es so schnell gehen wird, dass man sich einfach umdreht und sie dann schon 1 Jahr alt ist. Ja, wenn ich überlege, jetzt sind jetzt schon 4 Wochen fast um. Unglaublich. Aber ja, wir haben heute wieder schönes Wetter. Letzte Woche war es auch komplett regnerisch. Da sind wir gar nicht so rausgegangen und so weiter. Deswegen, ja, habe ich mir auch angezogen und da dachte ich, wir gehen wieder, machen wir eine Runde spazieren mit den Kids zusammen. Vielleicht ein bisschen wieder Eis essen. Ne? Bis zur Eisdiele laufen. Ich muss auch ein bisschen ich muss auch so ein bisschen raus. Ich habe schon gemerkt, so viel im Bett liegen, das liegt mir einfach nicht. Das tut mir nicht so gut. Aber natürlich, ich muss mich auch ausruhen, auch auskurieren. Kaiserschnitt war ja auch nicht so easy und ich finde das sowieso generell immer krass. Ja, nach einem Kaiserschnitt, dann ist man trotzdem mit Baby und man muss so viel machen und dann hat man gar nicht so Zeit, so richtig zu heilen, sage ich jetzt mal. Und ja, ich will nichts versprechen, ihr werdet sehen. Ich versuche wieder so jetzt ein bisschen, ne? Der Alltag ist ja jetzt aktuell nicht so
wie soll ich sagen, nicht so interessant. Es ist eigentlich ja relativ gleich. Ich bin viel im Bett. Ayla ist viel am Clustern. Und ja, ist halt nicht so viel los. Ich bin halt noch nicht so in meinen alltäglichen Rhythmus und so weiter. Aber ich denke schon, dass ich jetzt demnächst dann nochmal einen Vlog abfilme. So ein bisschen unsere aktuelle Tagesroutine. Sagt mir da gerne Bescheid, was euch da so interessiert. Ich schaue mal, zu was ich wie komme. Ich will, wie gesagt, nichts versprechen, weil dann mache ich mir immer selber immer Druck. Wenn ich dann sage, ja, nächste Woche kommt ein Video und dann schaffe ich es nicht, dann bin ich selber, ärgere ich mich über mich selber. Aber ich hoffe auch so schnell wie möglich wieder eine neue, ja, Angestellte mir zu finden, die mich da fleißig dann unterstützt, damit ihr einfach, ja, regelmäßiger wieder was bekommt. Drückt mir da die Daumen. Ansonsten, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich sehr. Schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare Tipps, was ihr so gemacht habt, um eure Milchmenge zu steigern. Gerne, was ihr als nächstes sehen wollt und ja, allgemein eben, was euch jetzt so interessiert. Ich habe ja viel danach nochmal Sachen kaufen müssen, was mir gefehlt hat. Das habe ich auch richtig direkt gemerkt. Ne? Oder Dinge, wo ich dachte, wo ich auch direkt gemerkt habe, okay, das war gut, dass ich das geholt habe oder das hat mir gefehlt. Also man merkt das richtig. Auch mit den Klamotten finde ich das total interessant, wo ich dachte, ich habe total wenig, aber ich finde, das war jetzt genau richtig. Also jetzt ist sie mehr so am Spucken auch. Die ersten 1-2 Wochen war das irgendwie so gefühlt, hat sie 3 Tage die gleichen Sachen angehabt. Also da hat man echt keine Sachen gebraucht. Aber ich habe gemerkt, so was für Sachen eigentlich so wichtiger sind. Dann lieber weniger Sachen haben, aber dafür so ein paar gute Strampler, so, ne, aus guten Materialien, weil man muss ein Baby doch noch dicker einpacken, habe ich gemerkt. Und der Heizstrahler vor allem war wichtig. Der ist richtig im Einsatz, denn bei uns im Schlafzimmer, wie gesagt, wir haben ganz oft noch ganz kalte Tage gehabt. Es war ja die erste Woche, war ja irgendwie super warm, auch noch im Krankenhaus. Und danach wurde es nochmal richtig kalt und so weiter. Aber ja gut, ich könnte jetzt sitzen und hier 3 Stunden reden. Wollen wir mal das jetzt nicht so verlängern. Ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich wieder. Deswegen gerne die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen, die jetzt vielleicht auch Mama geworden sind oder kurz davor stehen, Mama zu werden, alles Gute. Viel, viel Glück zu eurer Geburt, falls ihr auch entbunden habt, weil ich weiß ja, super viele ja auch mit mir teilweise gleich schwanger waren und so weiter. Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt es gerne in die Kommentare. Da bin ich neugierig, wie es euch geht und so weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis bald!